Hallo, mein lieber Widder, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Widder, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute für dich die aktuellen Energien an. Was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Welche Botschaften stehen so ein bisschen für dich bereit? Wie immer, denk daran, lieber wieder, das ist eine zeitlose wie auch eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Lieber wieder, falls du dich für das Thema Karma und Lebensaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram oder auch auf TikTok, wenn du magst. Dort teile ich immer wieder mein Wissen und auf Instagram mache ich immer wieder mal kostenlos Impulse-Readings. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Ja, lieber Widder, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Widder, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Oder dir vielleicht sogar zu Herzen nehmen? Lieber Widder, deine Botschaft, lieber Widder. Hier haben wir das Stopp, zur Ruhe kommen. Oha. Lieber Widder, du musst nicht immer für alle losrennen und von einer Ecke zur nächsten rennen und immer wieder für alle da sein und dabei bist du für dich nicht da. Also hier ganz, ganz klar, die Karte sagt ganz klar, du darfst auch Nein sagen. Du musst dich nicht aufopfern, nicht für den Arbeitgeber, nicht für Menschen. Du darfst unterstützen und helfen, aber dein eigenes Leben, deine eigene Gesundheit, dein eigenes Wohlbefinden nicht vergessen. Du musst die Verantwortung von anderen Menschen nicht an dich reißen. Also jeder Mensch hat die eigene Verantwortung über das Leben und du musst nicht die Verantwortung von jemand anderem an dich reißen. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn du das vielleicht manchmal möchtest, um zu helfen und zu unterstützen, aber jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen. Du kannst höchstens unterstützen, wenn Menschen auch Unterstützung haben wollen. Aber erlaube dir auch Grenzen zu setzen. Das nehme ich ganz stark wahr bei dir. Es geht um das Thema Grenzen setzen. Schauen wir mal lieber wieder, welche Hauptenergie begleitet dich ganz stark, welches Hauptthema. Ritter der Münzen. Auch wenn du das Gefühl hast, es geht nicht vorwärts, es geht vorwärts, aber langsam. Stück für Stück. Ich sehe auch, dass etwas auf dich zukommt. Es könnte eine Möglichkeit sein, kann auch eine Begegnung sein, aber ich habe das Gefühl, es hat sich dir noch nicht gezeigt oder es wird sich dir demnächst zeigen oder es hat sich dir vor kurzem gezeigt, aber nur so ein bisschen. Es fühlt sich noch ein bisschen, ja, weit weg ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, ich habe das Gefühl, bei den meisten hat es sich noch nicht gezeigt, aber es kommt hier etwas auf dich zu. Aber es braucht wie noch, du musst noch ein bisschen geduldig sein. Das heißt jetzt nicht, dass du in der Ecke warten sollst und Däumchen drehen sollst. Nein, mach weiter, aber nicht auf Kampfmodus machen. Das möchte ich damit sagen. Oh, Ass der Kelche, aber das, was hier kommt, scheint was Großes zu sein. Die große Liebe, Chance für Erfolg. Hier kommt was Großes. Schauen wir mal, warum Ritter der Münzen wieder. Ja, hier kommt irgendein Erfolg. Etwas gelingt dir. Glück. Hier liegt das Glück. Es ist schon auf dem Weg zu dir, aber eben, es ist wie noch ein Prozess, nehme ich wahr. Ein Weg. Sehr spannend. Also vertrau darauf, hier kommt was Großartiges auf dich zu. Was ist denn die Herausforderung? Lieber wieder, deine Herausforderung. Oha, bei Steinbock hatten wir auch so ein bisschen diese Energie, jetzt nicht bei der Herausforderung, einfach allgemein.
Also wenn du Steinbock in deinem Chart hast oder es mit einem Steinbock zu tun hast, darfst du dir das gerne anschauen. Ich sehe Mühe haben, mit einem Kapitel abzuschließen. Das ist die allergrößte Herausforderung. Ich weiß, dass ganz viele sagen, ich möchte damit abschließen, es geht, kein Problem, aber wenn es dann soweit ist, machen ganz viele einen Rückzug. Weil man dann erst erkennt, was das wirklich bedeutet. Das heißt, immer auch Komfortzone verlassen. Und ich sehe, dass das eine ganz große Herausforderung ist. Also falls du in einer Beziehung bist oder in einer Verbindung, sehe ich, dass es an der Zeit ist, dass die Verbindung wachsen soll. Dass ihr gemeinsam irgendein Thema, was euch beide schon länger begleitet oder auch vielleicht die Beziehung beeinflusst oder die Verbindung beeinflusst, dass das Thema jetzt geschlossen wird. Dass es gehen darf. Weil es ist Zeit für Wachstum. Und der Tod ist immer ein Symbol, vor allem bei Verbindungen, wenn es nicht in Richtung Wachstum geht, wird man wahrscheinlich früher oder später eben getrennte Wege gehen. Weil es dann einfach nicht mehr passt. Und wenn man aber das annimmt, dieses Wachstum, dann kann die Beziehung oder die Verbindung sich entfalten. Aber es ist an der Zeit. Es ist Zeit, dass ihr gemeinsam wächst, über euch hinaus, als Paar, als Beziehung. Im Beruf sehe ich auch, dass es an der Zeit ist, dass du vielleicht dort auch in die Veränderung gehst. Nicht mehr auf eine Veränderung warten. Vor allem, ich nehme auch ganz stark wahr, wenn jemand schon lange bei einer Firma ist und immer auf die eine Beförderung wartet und man hält dich schon jahrelang hin und man wartet und wartet und wartet und wartet. Ich sehe, dass es nicht wahrscheinlich weniger kommen wird, wenn du so bleibst in dieser Position, wie du gerade bist. Es kann darauf hindeuten, dass vielleicht Zeit ist, einen anderen Weg zu gehen oder vielleicht auch eine andere Position anzustreben. Aber nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ich sehe einfach, dass es wirklich an der Zeit ist, dass man eine Tür zumacht, die einem eher auslaugt, wenn man ganz ehrlich ist und nicht erfüllt. Der Tod, Mühe haben daran zu arbeiten. Warum? Angst, wenn man es macht, dass man dann trotzdem die Chance verpasst. Also es ist wie, wenn du zum Beispiel am Daten bist und eigentlich sind alle Ampeln auf Rot und vielleicht die Angst, wenn ich das jetzt loslasse und jemand anderen daten, was ist, wenn die Ampeln doch noch plötzlich auf grün werden und ich dann die Chance verpasse? So ein bisschen so. Also hier geht es ganz fest um Akzeptanz auch und auch im Vertrauen sein. Und vor allem auch ehrlich sein. Lieber Widder, was kommt sonst noch auf dich zu? Was kommt sonst noch auf dich zu? Wir haben 3 der Stäbe, den Teufel und 3 der Münzen. Also hier Steinbock-Energie, Skorpion-Energie. Wir haben auch Erdenergie. Ich sehe ganz klar, dass du eigentlich ein Ziel hast, ein Vorhaben, einen Wunsch, lieber Widder, und dass du das angehen möchtest, aber du weißt noch nicht ganz genau wie. Der Weg hat sich dir vielleicht nur so ein bisschen gezeigt, noch nicht ganz, aber ich sehe, dass du eben hier an etwas gebunden bist. Es kann die Arbeit sein, oder es kann auch ein Mensch sein. Also hier ein bisschen Acht geben, der Teufel kann auch darauf hindeuten, dass man vielleicht zu verbissen ist. Nicht in Verbissenheit geraten, also motiviert sein, Engagement zeigen, aber nicht in Kampfmodus wechseln, weil wieder im Schatten neigt manchmal dazu, dass er in Kampfmodus wechselt oder in Antriebslosigkeit, diese 2 Dinge, diese 2 Extremen. Und es gilt, diese Mitte zu finden. Und es scheint hier eine Art Abhängigkeit noch zu sein. Ich sehe auch, dass ein wichtiges Gespräch kommt. Können auch wichtige Informationen sein, Begegnungen. Schauen wir mal. Warum 3 der Stäbe?
Ja, das, was du fokussierst, bringt dir Fülle. Etwas Großes. Ich sehe, dass du etwas Großes angehen möchtest. Vielleicht Thema Beziehung oder der nächste Schritt in einer Beziehung oder in einer Verbindung oder eben den beruflichen Erfolg. Aber warum der Teufel? Warum der Teufel? Ja. Schon wieder der Tod. Das musst du unbedingt lösen, sonst wird es schwierig mit dem hier. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Person ist. Vielleicht auch bei der Arbeit. Vielleicht auch familiäre Umstände. Kann auch sein, oder es kann auch eine Situation sein. Und sich davon zu lösen, zu befreien, ist sehr schwierig. Aber eigentlich solltest du das. Also eigentlich weißt du wahrscheinlich, was es ist, oder es wird sich dir demnächst zeigen. Weil das ist so wie eine Kette, du bist wie an der Leine und du merkst es vielleicht nicht. Vielleicht hast du so viel Verantwortung angenommen, dass du dich wie davon nicht mehr lösen kannst. Also überlege ganz genau, wo hast du Verantwortung übernommen, was eigentlich gar nicht dein Bier ist, auf gut Deutsch gesagt. Schauen wir mal 3 der Münzen. Oha, kommen einige Karten. König der Münzen, Erdenergie schon wieder. Wir haben hier Fische-Energie, der Mond, Bube der Stäbe und 7 der Kelch. Also falls du Single bist, sehe ich hier eine Begegnung und ein bisschen aufpassen, dass da nicht so dieses Kopfkino kommt. Weil es kann sein, dass nicht alles echt ist. Also hier nicht einen Höhenflug bekommen, ganz, ganz wichtig. Also ich mache dir jetzt ein Beispiel, wie zum Beispiel, wenn du jetzt wenig Geld hast und jetzt datest du jemanden und der sagt dir, was er alles hat, ein Mercedes, ein Haus und Reisen und so und so und so, dann kann es sein, dass du so einen Höhenflug bekommst und ja, und eher dich verliebst in das, was du haben kannst, anstatt in die Person. Ich nehme einfach wahr, dass wahrscheinlich nicht alles ganz echt ist, wie du dir es vorstellst. Ist jetzt einfach ein Beispiel. Auch das Gleiche beim Beruf. Also wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, kann es sein, dass man dir sehr viel Honig um den Mund schmiert und du einen Höhenflug hast und plötzlich nur noch alles rosa siehst. Also hier ein bisschen schauen, dass du geerdet bleibst, weil ich sehe einfach, jemand zeigt dir etwas und du kommst wie in eine Art rosa Brille. Nicht alles ist echt. Erkenne, was ist real und was ist nur heiße Luft. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich schauen, auch beim Thema Arbeiten kann sein, wenn der Arbeitgeber plötzlich merkt, dass es dir nicht mehr so gefällt oder dass du vielleicht gehen möchtest, dass man dir so ein bisschen auch Honig um den Mund schmiert oder dich lobt, aber das ist eigentlich nur für dein Ego, sage ich jetzt mal. Erkenne, wann wird dein Ego getriggert und was ist wirklich echt. Also hier, ich nehme einfach wahr, dass du dort ganz klar schauen sollst. Dir keine Fantasievorstellungen machen, wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht richtig fühlst. Also hier ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Widder? Der Mond, erkenne eben, was ist echt und was ist nur eine Illusion. Erkenne, also greif auch mehr auf deine innere Stimme zu. Dafür brauchst du vielleicht ein bisschen Erdung. Lass dich nicht blenden. Ich bekomme auch ganz stark rein das Thema Tagträume, dich nicht in Tagträumen verlieren. Nicht flüchten in einen Tagtraum, sondern versuch, den Tagtraum, auch wenn es nur ein Teil davon ist, umzusetzen.
Was liegt im Schatten? Wo darfst du mehr hinschauen, den Fokus halten? Ich sehe das hier mit Ass der Stäbe und Bube der Münzen, dass die Karten dich motivieren wollen, dass du dich vielleicht mehr darauf fokussierst, was bereichert dich, was macht dich glücklich. Also nicht nur stark auf das Thema Geld fokussierst und auf das Thema Status, das darfst du natürlich auch, aber in erster Linie, was willst du, was fühlt sich gut an, was ist deine Passion, dass du diesen Ansatz verfolgst und nicht nur den Ansatz, ja, du weißt, was ich meine. Und das ist das eine, was ich reinbekomme. Das andere, was ich auch reinbekomme, ist, dass du den Fokus mehr eben auf das Leben halten darfst, dass es sich schön anfühlt und kreativ, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich inspirieren, motivieren, aber nicht in einer Fantasiewelt. Du darfst schon in eine Fantasiewelt eintauchen, aber nur, wenn du auch da bereit bist, ein Teil davon in die Realität umzusetzen oder das anzugehen. Ich sehe auch, dass vielleicht eine neue Begegnung oder vielleicht auch eine neue Idee, die du hast, die sich dir zeigt, vielleicht eben wichtiger ist, als du denkst. Es könnte auch eine neue Person sein, die etwas anderes ist, als du gewohnt bist, die vielleicht ein anderes Leben führt, als du gewohnt bist. Ich nehme auch stark wahr, dass diese Begegnung vielleicht auch einfach eine Motivation ist. Jemand, der dir von etwas erzählt, vielleicht von einem Leben, und dass du deswegen so ein bisschen diese Energie von Rosa-Brille bekommst, aber wandle das um in Motivation, dass du das angehst, weil dann greifst du die Energie eben richtig. Auch wenn du Menschen kennenlernst, die vielleicht viel Geld haben, nimm das als Motivation, dass du das auch haben kannst, aber tu etwas dafür. Ganz, ganz wichtig. Ja, mein Lieber, wieder, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.